So, before I start, I want to mention one thing, that Islamic banking, the word Islamic and the word bank, they contradict each other. There's no such thing as an Islamic bank. As you will soon see, there's no such thing as an Islamic bank. Because I can't hear you in the back. Okay. So there's no such thing as an Islamic bank, as you will see soon. Also, diese Begriffe Islamische Bank, Islam und Bank widersprechen sich im Grunde genommen. Es ist, im Grunde genommen gibt das gar nicht. Man kann nicht die Bank mit dem Islam vereinen und den Islam mit der Bank. Einfach Islam davor setzen und das zur Bank machen. Es ist im Grunde genommen ein Widerspruch in sich selber. Und wir werden erklären, was damit gemeint ist. Okay. So before I continue, I want to talk about the Islamic economic goals. Now, why I mention this is because Islamic banks are supposed to try and achieve these goals. I will now talk about a few of these goals. There are many, but I'll talk about a few. So the first one is protection of life. Also die islamischen Wirtschaftsziele, die wir erstmal islamische Wirtschaftsziele werden wir erstmal ansprechen, und zwar geht es Nummer 1 um das Allerwichtigste, Schutz des Lebens. It's quite self-explanatory. It deals with protecting people's life, protecting human life, regardless of creed, gender, ethnicity, race, or whatever they attach to different kinds of humans. Schutz des Lebens heißt im Grunde genommen Schutz, egal welches Glaubens man ist, egal ob man jetzt Muslim ist, Christ oder Jude oder was auch immer. Es geht um den Schutz des Lebens. Das ist das Allerwichtigste. Und das ist das erste Ziel, was sich die islamische Wirtschaft vorgenommen hat. The second thing is, in my opinion, very, very important. It is protection of the family unit. It aims at keeping that family unit stable and able to produce children that are wise and intelligent enough to be able to contribute to the society, as well as keeping the family unit united and good, because a corrupt family unit leads to a corrupt society, because a society is made up by many individual family units. So if all those family units are corrupt or unstable or whatever, then the society is corrupt and unstable. Also das zweite Ziel, der Schutz der Familieneinheit, unglaublich wichtig, natürlich genauso wichtig, weil wenn die Familieneinheit kaputt ist, beziehungsweise kaputt gemacht wird oder korrupt ist, kann es keine Gerechtigkeit geben und es kann im Grunde genommen keinen Schutz für so etwas geben. Die Familie als Einheit, als Gemeinde zusammenzuhalten, ist unglaublich wichtig und ein unglaublich wichtiges Ziel der Wirtschaft, der islamischen Wirtschaft. And the last one is protection of wealth. So it is a clear injustice to steal or to encroach upon someone else's personal wealth. And that should be seen as sacred. And you, as a Muslim, as a person in general, it is an injustice to steal or take away someone else's wealth. Dritte Ziel, Schutz des Eigentums. Natürlich wird es im Islam genauso wie im Rechtswesen eines westlichen Landes genauso gesehen, dass es kriminell, also Stehlen ist natürlich haram und deswegen ist Schutz des Eigentums unglaublich wichtig. Ansonsten würde das Eigentum spielt eine wichtige Rolle im Islam halt und deswegen muss es beschützt werden von der islamischen Wirtschaft. Okay. So Islamic banks, as I mentioned before, the two words contradict each other, but you will see that soon. Before I go on to Islamic banks, you have to first understand what a bank is. So, what is a bank? Also erst einmal Islamische Bank, wie wir gerade gesagt haben, Islam und Banken, das widerspricht sich. Also es ist nicht so, dass sie zusammengehören. Im Grunde genommen widersprechen sich diese zwei Worte. Aber wir werden es gleich nochmal erklären, inshallah. Erste Frage, was ist eine Bank? Was ist eine Bank? So, a bank is, as many people think,
an institution that takes deposits and lends money. That's false. That's not what a bank is. A bank, fundamentally, what a bank is something that buys securities. Now, what are securities? Securities are promissory notes. These things are like, let's say I borrow 50 francs from Dritte, and I have to obviously repay him. So I take a piece of paper and I write down on it that I borrowed 50 francs from Dritte. I have to pay him those 50 francs back with interest, according to the conventional system, at a certain date, exactly at that certain amount, at that date. And then I sign it and I give it to Dritte. That is a security. Okay, also, was ist eine Bank? Es ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben oder was wir kennen von einer Bank. Genau das Gegenteil. Eine Bank nimmt im Grunde genommen keine Einzahlungen an und im Grunde genommen verleiht sie kein Geld. Also genau das Gegenteil von dem, was wir kennen von einer Bank. Es ist nicht so, es sollte nicht so sein, sondern eine Bank macht einfach nur eine Sache. Es erwirbt Wertpapiere, es erwirbt Sicherheit. Wie? Durch ein Stück Papier. Wie er gesagt hat, als Beispiel, ich gebe Dritte 50 Franken, das heißt, er schuldet mir jetzt 50 Franken. Ich schreibe auf ein Stück Papier, ich habe an dem Tag 50 Franken gegeben und will dann 50 Franken zurückerhalten. Was Dritte dann macht ist, genauso wie die Bank, er verlangt dann von mir im Grunde genommen auch noch Zinsen darauf. Das heißt, nicht nur kriege ich Geld zurück als Bank, was ich niemals ausgeliehen habe, sondern ich verlange auch noch Zinsen darauf. Und diese Zinsen sind haram im Islam. Nicht wahr? Yeah. Next one. So, banks. One more thing to mention. Well, two more things, but this connects with the next thing. Is a question. Who do you think creates the money you use here in Switzerland? The government, a publicly run institution that looks out for the public interest, or a bank that's a privately run institution that looks out for the private, small group of people's interest? Frage ist, wer druckt das Geld, das wir hier tatsächlich jeden Tag in der Schweiz lebend gebrauchen, also die Franken? Wer druckt das? Sind es die Regierungen? Das ist also, oder die Regierung, die eine von den Menschen gegründete öffentliche Einrichtung ist, die von den Menschen verwaltet wird und auf das Interesse der Menschen achtet? Oder sind das die Banken, die private Einrichtungen sind, die von Einzelpersonen gegründet wurden und nur auf das Interesse dieser Einzelpersonen achten? Wer tut das? Die Regierung oder die Banken? Die Banken. Die Banks. So how do you think the banks do this? So, wie glaubt ihr, dass die Banken es tun? Wie produzieren sie Geld? Durch Schulden. Schulden. That's a part of the process. Sie tun so, als hätten sie das Geld eingezahlt. So they pretend that you have deposited the money. Also sie tun so, als ob ihr dann gerade Geld eingezahlt hättet. Fundamentally, that's how it's done. So there are two components involved in this process. Zwei Komponenten, die an diesem Prozess beteiligt sind, sind folgende. Nummer 1. So the first component is a deposit. Eine Anzahlung. What do you think a deposit is? Was ist eine Anzahlung? Was heißt das? Schulden. Debts. So a deposit, in the common sense definition, so the word deposit means something I give to you to keep for me. It's still mine, but you're just holding it for me. So I give Dritte again 50 francs. I'm not lending it to him. I'm just giving it to him so he can keep it safe for me. That means it's still mine. So he will have to come talk to me if he wants to use it for something. That's what a deposit means. Also allgemeine Definition von Anzahlung ist halt etwas, das jemandem zur sicheren Aufbewahrung gegeben wurde. Das heißt, ich gebe Dritte 50 Franken, um die für mich aufzubewahren. Das ist immer noch mein Geld. Ich gebe es an ihm, damit er dieses Geld für mich aufbewahrt. Das ist die allgemeine Definition. Now, the legal definition is simply a loan, as you said. Die rechtliche Definition ist einfach nur Darlehen.
wie gerade gesagt wurde. So when you put your money in the bank, they treat it legally as you have lended this money to the bank. You haven't put it in the bank for the bank to keep it safe for you. You have lent it to the bank so the bank can do whatever it wants with it because it's now their money. Das heißt, wenn man eine Bank, obwohl es dein Konto ist, wenn man jetzt hingeht zu seiner Bank, zu seinem Konto und eine Anzahlung in sein Konto tut, hat man, oder wie sagen wir ja, schuldet die Bank, the bank owes, right? Schuldet die Bank dir eigentlich Geld. Obwohl es dein Konto ist, schuldet dir die Bank Geld. Was aber passiert ist, dass die Bank das als Haftung, oder die Bank ist eine Haftung der Öffentlichkeit gegenüber. Also mir gegenüber ist das eine Haftung. Eine Haftung? What is Ja. Haftung? So yeah, the bank owes you. Ja. Das heißt, die Bank schuldet dir Geld. And Jetzt. legally it's not your money. Und legal, ja, rechtlich gesehen ist das Geld nicht von dir, also nicht mir. Obwohl ich es eingezahlt habe auf mein Konto, ist das nicht mein Geld. Gehört das jetzt der Bank, rechtlich gesehen. So you see the trickery there, how they use that innocent word in there and make you think it's that when it's not that. They're very good at that. So to conclude from that, they create the money out of nothing and then they lend it to you to do whatever you want with it, and then they dare to demand an extra amount on top of that money that you have taken from them. Also im Grunde genommen, was die Bank tut, ganz einfach, sie schaffen Geld aus dem Nichts, geben es dir, ein Darlehen, und verlangen von dir das Geld, was sie dir niemals ausgezahlt haben, plus Zinsen zurück. So macht die Bank ihr Geld. Und so wirkt das allgemeine Bankensystem. Now, Islamische Banken. So, as you've seen with the examples I gave before, and those are just brief examples, there are many more things than just that. And the whole process of how the money is created itself is a fraudulent process. Okay, so as you've seen before and as I've just mentioned, that's why I say Islamic banks are not Islamic banks. They are rather Islamic institutions of trade and development. That's what I would call them, because that's exactly how they work. Man sollte deswegen, wie gesagt, eben, das sind also widersprüchliche Begriffe, islamisch und Banken, man sollte sie also nicht islamische Banken nennen, sondern Institutionen für Handel oder islamische Institutionen für Handel und Entwicklung, weil sie im Grunde genommen nicht das tun, was die Banken tun. Ja. So the main differences between an Islamic bank and a conventional bank is the first and most obvious one is Islamic ideology. The Islamic bank follows an Islamic ideology. Hauptunterschiede natürlich Nummer 1 von der islamischen Bank, natürlich Nummer 1, islamische Ideologie, klar. Während die konventionellen Banken Follows a secular ideology. weltliche Ideologie, die säkulare Ideologie verfolgen. Zweitens, The second difference is that the Islamic bank, within the governance structure, they have a Sharia supervisory board, and the conventional bank has a secular auditing board. zweiter Unterschied ist, dass eine islamische Bank einen Scharia-Aufsichtsrat hat, während die konventionellen Banken nichts anderes als eine weltliche Prüfungskommission einsetzen. Das sind zwei vollkommen verschiedene Sachen. Die werden wir auch kurz besprechen. The third thing is prohibition of riba, prohibition of interest. Verbot von Riba, von Zinsen natürlich, während die And the conventional konventionelle bank advocates that. das natürlich befürwortet. Befürwortung der Zinsen gegenüber dem Verbot von Zinsen. The last one is a difficult one to explain, but it's quite simple. It's an equity focus, and the conventional bank follows a debt credit focus. Also Eigenkapitalfokus, was die islamische Bank eingeht, gegenüber der konventionellen Bank, die einen Darlehen- oder Kreditfokus hat. Okay? Wie wir gerade erklärt haben, es geht um Darlehen, es geht um Lohn, es geht um Darlehen und es geht um Kredit. Um da genauer darauf einzugehen, da muss man sich das gleich unterhalten, privat, inshallah. Aber in dem Moment sollte das genug sein, inshallah, weil das sonst zu kompliziert wird. Also, islamische Ideologie. Islamische Bank verfolgt eine islamische Ideologie. Was heißt? Natürlich. There is clearly a spiritual and pragmatic ideology behind the Islamic ideology, which is based upon the Sharia, which is the Quran and Sunnah,
and fiqh, the understanding of the Quran and Sunnah. Ja, also deutlich, islamische Ideologie natürlich basierend auf Scharia, auf den Koran und Sunna und deren Interpretation. Das Scharia-Aufsichtsrat. Now, the Sharia Supervisory Board, it's made up of an independent board of Sharia scholars. Unabhängiger Vorstand der Scharia-Gelehrten. Minimum of 3 scholars have to be on the board for it to be able to be considered an independent Sharia scholarly board. Und es sollte mindestens 3 Gelehrten sein, die dann Teil dieses Aufsichtsrats ausmachen. And very importantly, for an institution or a bank to be considered Islamic, it has to have this board and at least 3 scholars on it to be considered an Islamic bank or Islamic institution. Um islamisch genannt zu werden, müsste es mindestens 3 Gelehrten an Bord haben, ansonsten kann er sich nicht islamisch nennen. They have 3 main functions. The first is to act as a moral compass for the bank, to make sure that they transact properly, to make sure that they work properly with their customers, to make sure that they follow the legal system as well as the Sharia system. Dabei sind 3 Hauptaufgaben zu betrachten, und zwar Nummer 1, fungiert als moralischer Kompass für alle durchgeführten Transaktionen. Es geht also um die moralische Frage. Das ist also eine der 3 Hauptaufgaben, moralische Aufpasser. Die zweite Aufgabe ist, the second one is to act as an innovator. So they take products from the conventional sector and they change them to make it more Sharia-based, Sharia-compliant. Also man kann als Erfinder arbeiten, und zwar nimmt man einfach ein Produkt von den konventionellen Banken und macht es Scharia, dreht es zu sag nochmal, man macht es Scharia-konform, dankeschön. Man macht es also Scharia-konform. Dasselbe Produkt verändert man dann. Und als drittes, as well as in the innovator part, they also derive products from the Sharia, and they are more Sharia based than taking products from the conventional sector. That's as well as their job. Okay, also Sie achten auch darauf, dass die Produkte Scharia-konform sind oder eher Scharia-konform sind als andere Produkte, die von den konventionellen Banken gebraucht werden. The third function is to act as an auditor. They make sure that the daily, weekly, monthly and yearly functionings of the bank are halal and legally compliant to the system around them. Die dritte Hauptaufgabe ist halt Prüfer. Prüfen, dass täglich, monatlich, wöchentlich, monatlich, jährlich, dass alles nach der Scharia läuft und dass sie dann alles, was sie machen, auch innerhalb der Scharia-Konformität auch bewahren. Ansonsten wird das Produkt auch gestoppt, ne? Normalerweise. Otherwise they can stop the product. Yeah. They have the power to do that. Now, to talk about riba. Riba can be split into 2 different types. Riba al-fazl and riba al-nasiya. Also es gibt 2 verschiedene Arten von Riba, die wir jetzt nicht beschreiben werden, sondern einfach nur darstellen. Riba al-Fazl und Riba al-Nasiya. Wer mehr wissen will, kann sich später mit Yaasir unterhalten, inshallah. Equity. Eigenkapitalfokus. Equity is the opposite of riba. It is the weapon against riba. Eigenkapital ist die Hauptwaffe gegen Riba, genau das Gegenteil von Riba, genau das Gegenteil von Zinsen. It involves partnerships with regards to profit and risk sharing. Und zwar geht es um Partnerschaften auf der Grundlage von Gewinn- und Verlustaufteilung. Das heißt, shall I explain quickly? I'll just. Okay. And that is the basis, that is the opposite of the riba system, of the debt credit system. Also genau das Gegenteil von dem, was wir eben besprochen haben, was die konventionellen Banken haben, das Darlehen, das Kreditsystem, sondern es geht um Partnerschaft. Das heißt, wenn ich dir jetzt Geld leihe, ist das auch mein Risiko, das ich eingehe. Wenn ich dir Geld mitgebe oder mit dir als Partner in ein Geschäft einsteige, als Bank oder Institution, trage ich auch ein Risiko zusammen mit dir. Das heißt, wenn du verlierst, verliere ich auch. Und das ist etwas großartig Unterschiedliches zu den konventionellen Banken, die niemals in so eine Position gestellt werden. Ein unglaublich großer Unterschied. And Islamic banks put
two main contracts that focus on equity, that are based from the Sharia. Sharia based is very important because they are taken from the Sharia, not taken from the conventional system which has been corrupted and twisted. They are taken from the Sharia. These two contracts, they group them under a term called participatory contracts. This is Mudaraba and Musharaka. These are the two contracts that follow the equity focus. Also diese Verträge, die man eingehen kann als Institution mit einem Partner, sind entweder Mudaraba oder Musharaka-Verträge. Aber genau die Details kann man später erfragen. Einfach nur, um das genannt zu haben. So, I would like to mention quickly that more in the past than nowadays, because in the past, as we know, the West colonial power, the West bringing banking system based on interest, and they were flourishing. They were making great gains. So why would they think that this system that they're following is flawed? Why would they think there's anything wrong with it? They thought it was perfect. So back in the 20th century, especially in the 20th century, there were Muslims coming up with the idea of an Islamic system, Islamic banking, a system without interest. And the West, they laughed at them. They were like, no, there's no such thing, that cannot work. A society running not on interest will not function. Also in der Vergangenheit schon wurden die Muslime ausgelacht, sobald sie darum um ein zinsfreies System baten, was Scharia-konform wäre. Und man hat immer gesagt, nein, sowas kann nicht funktionieren, sowas kann es nicht geben in einem System, das wundervoll funktioniert, was absolut spitzenmäßig da ist. Es ist da, alles läuft doch gut, es ist kein Problem. Warum wollt ihr ein System anfangen oder ein System haben ohne Zinsen? Das würde nicht laufen. Aber mit diesem Beispiel, was wir euch kurz vorstellen wollen, in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts in Midrammer, das ist ein Gebiet in Ägypten, dort wurde genau das Gegenteil bewiesen. Und zwar? So this was an experiment in a rural part of Egypt. It's a very important experiment done at the time where I just told you, where people didn't believe in such a system of no interest economic system. It was done with a religious population. This religious population, why they were termed as a religious population, is because they did not believe in this banking system that was imposed upon them. They would not put their money in there because they knew that it was working with riba, working with interest. So they would put their money under their pillow, under their mattresses, they would use their money. They would put it anywhere other than the bank. Also man hat 1963, let me just translate this one. Man hat 1963 ein Experiment angefangen, und zwar in einem ländlichen Teil von Ägypten, in Midrammer. Und man hat sich eine religiöse Bevölkerung ausgesucht. Warum religiös? Halt eine Bevölkerung, die dem System nicht vertraute. Wir reden gerade von den 60er Jahren in Ägypten, in dem das Kolonialsystem noch herrschte, also das Bankensystem, so wie wir es im Westen kennen. Und deren Geld nicht zu den Banken brachte, sondern es unter der Matratze versteckt oder unter ihrem Kissen und dementsprechend dem System auch nicht folgte und dem System auch nicht nachging. Und diese religiöse Bevölkerung wurde erst Experiment vorgenommen, um zu zeigen, ob so ein zinsfreies System funktionieren kann, ja oder nein. So this first ever interest-free Islamic bank that was set up there had three accounts: the savings account, investment account, and zakah account. The savings account increased significantly from 1963 to 1966. And the investment account increased from 35,000 Egyptian pounds to 75,000 Egyptian pounds. These are a few of the statistics that showed it was a great success, especially in this 3-year period they had. A great success, a great experiment to show the people back then and us nowadays that there is such a thing as a system that can work, that can run without interest. Also damals das erste zinslose islamische Banksystem, was dann in Ägypten gestartet wurde im 20. Jahrhundert, hatte 3 Konten angeboten, und zwar Sparkonten, Investitionskonten und Zakah.
Und was passierte in den 3 Jahren, in denen es lief, zwischen 1963 und 1966, stiegen die Spareinlagen einerseits und die Einlagen erhöhten sich von 35.000 auf 75.000 ägyptische Pfund. Das heißt, es war ein erfolgreiches Experiment, das bewies und das immer noch bis heute beweist, dass das islamische System funktionieren kann, auch im 20. Jahrhundert, auch im 21. Jahrhundert, auch innerhalb eines Systems, was Zinsen nimmt, was mit Zinsen arbeitet. Okay. And that experiment was disbanded due to political reasons. Und dieses Experiment wurde dann 1966 aufgegeben, wegen politischen Problemen oder aus politischen Gründen. So, before I finish, I would like to talk about a project, LHP, Lost Heritage Project Company that's embarking on, a branch that I'm running, lhpeconomics, Lost Heritage Project Economics. It's with regards to micro-investing, microfinance. Also wir wollen uns kurz noch unseren Betrieb bzw. seinen Betrieb vorstellen. Und zwar, der Betrieb heißt Lost Heritage Project Economics. Das ist ein Betrieb, der in England ansässig ist und der sich zum Ziel gesetzt hat, einen Anteil zwischen 1.000 und 2.000 Dollar für Start-ups und kleine Unternehmen bereitzustellen. Im islamischen Sinne. Das heißt? Das heißt? It means? Oh. Go on. Okay, so it means what this is, micro-investing, microfinance, is simply investing in small businesses and startups. What I mean by that is, for example, a person who wants to start up a company selling perfume, simply selling perfume from the boot of his car to people that want to buy his perfume. We can provide the funds from £1,000 to £2,000 for that person to be able to get the perfume, to be able to function using this business. Was heißt das also? Wir stellen diesen Leuten, die ein Start-up, die einfach nur einen kleinen Betrieb aufmachen wollen, die sich selbstständig machen wollen, aber einfach nicht das Geld haben. Und dabei geht es nicht um Millionen. Manchmal sind 1.000, 2.000 Dollar schon genug, um einfach sich Parfüm zu kaufen von einem Großhandel und dann einfach aus einem Auto zu verkaufen zum Beispiel oder sich einen kleinen Laden zu mieten. Da stellen wir denjenigen, die das machen wollen, diesen Betrag zwischen 1.000 und 2.000 Dollar zur Verfügung und mit dem Betrag können sie anfangen oder man kann in ihren Betrieb investieren. Das heißt, wir sind Partner mit denjenigen, die diesen Betrieb anfangen wollen, ohne dass sie dann großartig zur Bank rennen müssen, Zinsen bezahlen müssen und ein Darlehen nehmen müssen. So the goal of this, simply the goal, is because we're going to be following, as I mentioned before, definitely the 2 contracts, mudaraba, musharaka, the equity focus. As in, we put ourselves into a partnerships. We put ourselves, both of us, both partners, the person who wants to start the business and we who want to invest in it, at risk of a profit or a loss. Das heißt, beide von uns, unser Betrieb, wir selber, als auch die Person, die zu uns kommt und Geld kriegt von uns, wir beide sind Partner geworden und beide nehmen teil an dem Verlust und an dem Gewinn dieses Betriebes. Okay? Wir beide sind beteiligt daran, das heißt, wir beide können verlieren, wir beide können gewinnen. Das ist das Risiko, das wir eingehen. So the goal of this is simply I want to allow people to set up businesses without having to go to these banks, especially the conventional banks, where you have to put yourself into debt with them and they couldn't care less about you, and on top of that you have to pay back whatever they want you have to pay back the amount with interest. Doesn't matter if you made a profit or a loss. I do not want these businesses to start off with the shackles of debt. Also es geht praktisch darum, was ich gerade erzählt habe, selbstständige Unternehmen zu schaffen, die von den Schuldenfesseln unabhängig sind. Das heißt, keine Zinsen zurückbezahlen, sich nicht zu versklaven an den konventionellen Banken, sondern unabhängig zu handeln, so viel wie möglich, soweit man kann, und dann dementsprechend auch als Partner zu agieren. Also das bietet er an. Das sind die Kontaktdaten. Man kann Yaasir direkt erreichen über seine E-Mail-Adresse, auf Englisch bitte, oder halt über meine E-Mail-Adresse info@stefkeris.com. Man kann mich natürlich auch auf Deutsch anschreiben oder WhatsApp-Nummer, die dann da ist.
Wer will, kann, wie gesagt, auch zu uns kommen, sich anschauen, was wir hier zur Verfügung haben heute, auch die DVDs, die ich habe und alles. Und weitere Fragen können noch beantwortet werden, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ja, bitte, bitte. Vielleicht für die ganze Runde. Ich denke, also mich persönlich interessiert zwei Sachen. Sie haben jetzt gesagt, die ganze Zeit von Riba, Zinsen. Selbstverständlich wissen wir alle da rein, dass das verboten ist. Dann müsste man eigentlich heute theoretisch den Leuten hier sagen, kauft Aktien, weil das ist eine Beteiligung und das ist ja erlaubt im Islam. Stimmt das oder stimmt das nicht? Okay, basically saying you should actually, what about saying, okay, riba, we know about riba, but what is happening, you should tell them to go to the bursary and just buy stock paper, stock market, go to the stock market and buy stock paper. What about that? Okay, very good question. So the stock market, it follows the same principles as equity. It's a very shaky thing, the stock market, but I can tell you from what I know that the stock market follows the similar principles of equity. Because if you think about it, when you're buying a stock from a business, you are putting yourself as an owner of the business. You are coming into partnership with all those people who have bought those, who have put themselves into that businesses, who have bought